Wir bleiben auch nach der letzten Woche untergewichtet im Euro und bevorzugen den Schweizer Franken. Denn der Euro bleibt schwach und dies, obwohl die letzte Woche ja eigentlich für ihn sehr gut angefangen hat. Zum einen wurde bekannt, dass die Nord Stream Pipeline den Betrieb wieder aufgenommen hat. Das heißt, eine imminente Energiekrise in Europa konnte vorerst abgewendet werden. Zudem hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen gleich um 50 Basispunkte erhöht. Dies war mehr, als sie selber angekündigt hat. Dem Euro hat das aber nur kurzfristig geholfen, denn als die Regierung in Italien auseinanderfiel und die PMIs in Europa nun unter 50, also im Kontraktionsbereich, notieren, hat der Euro die Abwärtsfahrt wieder aufgenommen. Der handelsgewichtete Euro notiert nun auf dem etwa gleichen Stand wie zum Höhepunkt der Eurokrise im 2012, als dann Mario Draghi mit dem legendären Whatever-it-takes-Satz die Kehrtwende eingeläutet hat. Einen Trigger für eine ähnliche Kehrtwende wie damals sehen wir aktuell noch nicht. Das letzte Woche von der EZB neu kreierte Instrument zur Eindämmung der Peripherie-Spreads, das sogenannte TPI, war es zumindest noch nicht. Im Zuge der Marktturbulenzen seit Anfang des Jahres haben auch Corporate Hybrids, also nachrangige Unternehmensanleihen, stark gelitten. Insbesondere Anleihen einiger Schuldner aus dem Immobiliensektor kamen dabei stark unter Druck, da Anleger nicht von einer Tilgung zum ersten Kündigungstermin ausgehen. Seither hat sich der Markt stabilisiert. Gemäß unserer Analyse liegt die Risikoprämie von Corporate Hybrids aktuell auf einem historisch attraktiven Niveau, selbst wenn man die erwähnten Extremwerte ausklammert. Für Investoren mit mittelfristigem Anlagehorizont bieten aktuelle Renditen von über 5% eine interessante Einstiegsmöglichkeit.